Und jetzt starten wir in hoffentlich die letzte und entscheidende Schlacht und die entscheidende Runde, auch vor allen Dingen. Ich möchte es bitte unter 10 Runden schaffen. Ja, dieser Mission. Willkommen bei Valkyria Chronicles. Endlich habe ich es geschafft, vor diesem, beziehungsweise während diesem Bild die letzte Folge zu beenden und nicht erst, wenn... Na? Komm. Du machst den Witz kaputt. Nicht erst, wenn dieses Bild kommt. Ja, wir wissen alle, es kommen Verstärkungstruppen. Aber wer will sie schon? Ja? Sie sind wie so ein eitriger Pickel. Einfach nervig. Oh, hat er sich im Gras versteckt, der kleine Bub? Schwubbel, schwubbel. Da ist er ja. Was hast du denn vor? Ach, ist nicht wahr. Da ging's auch hoch. Rums. Das hat wehgetan. Der ist... Ja, ist genau das, was ich mir unter einem Scharfschützen auf der gegnerischen Seite vorstelle. Jemand, der nicht trifft. So, der schießt jetzt, glaube ich, auf meine Süße, oder? Ja, tut er. Knall ihn ab! Schade. Hätte ja klappen können. Dann stirbt sie jetzt. Och Mann, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Mist, hätte ich doch bloß gespeichert. Mit etwas Glück machen sie hier unten weiter. Komm. Versucht ihn kaputt zu machen. Kommt ran. Lass den Scharfschützen da unten Scharfschütze sein. Mist, ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass er von der Seite hochkommen kann. Ja, genau so. Lieber Frasier als hinten. Die kleine Süße. Vor allem, weil sie schon einmal kaputt gemacht wurde. Ja, gut, okay. Kann ich mitleben. Ah, danke. Das war, glaube ich, der letzte, ne? Sehr schön. Sehr gut. Na, triffst du? Jo. Wenigstens einen. Danke. Die Götter scheinen uns gnädig zu sein. Die Götter scheinen uns diesmal richtig gnädig zu sein. Die sind jetzt natürlich total unnütz. Ist aber nicht schlimm. Okay, jetzt sind sie tatsächlich unnütz. Jetzt muss ich entweder sie da rausholen oder aber den Mistkerl hier in einer Runde tot machen. Also ich bin ja eigentlich eher für in einer Runde tot machen. Here we go. Probieren wir es. Nein. Oh, ey. Was? Oh, ey, ich hasse das. Was zur Hölle passiert hier gerade? Sowas kommt... Was ist denn das gerade hier für eine Scheiße, ey? Kann mir mal irgendjemand sagen, was hier gerade passiert, warum ich mich einfach nicht... Was? Super. Ich habe unendlich viel von meiner Punkte verbraucht für so eine Scheiße. Das kotzt mich gerade richtig an. Ich hätte schon hinter ihm sein können. Boah, ey. Das ärgert mich richtig. Entering combat. Jetzt sag mir nicht, dass ich hier hängen bleibe.
Krieg ich Föhn. Report. What's happening there? Gotta love nature. So. Here we go. Das ist natürlich sowas von klar What gewesen. just happened? Now. So. Endlich. Trotz meines kleinen Mini-Rages haben wir gewonnen. Danke. Endlich. Puh. Operation complete. Both enemy tanks neutralized. Okay, sehr schön. Sehr schön. Komm wieder runter. Alles gut. Oh, wir haben einen MarshalB Service Medal bekommen. Sehr schön. Aber es ist leider nur ein D-Rang. Egal, ist mir wurscht. Geschafft ist geschafft. Miesen Penner. So, den Destroyer haben wir gar nicht kaputt gemacht. Das war Elisha. Gut. Naja, Geld ist Geld, Erfahrung ist Erfahrung. Und eine MP4G. Das ist doch auch was Feines. Medal waits you. Gut, können wir uns also auch noch eine neue Medaille ansehen. Aber erstmal ein Video. The watershed battle on the Magyar Plains ended in the victory of the Gallian forces. It made military history not only with its ferocity, but with the duel that ended it. The Imperial army then fell to retreat, while Gallia's grasp on victory tightened. Na schön. Alicia, are you all right? Ja, das würde mich auch sehr interessieren, was mit der Guten ist. Welkin, Achso, vielleicht sollte ich auch weiterklicken. What happened? I can't remember. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du dich nicht erinnerst. I was shot, wasn't I? But here I am, alive and fully healed. Vor allen Dingen wurdest du, wie wir ja noch wissen, von einem unserer eigenen Leute angegriffen. Und wir wissen eigentlich auch schon, wer es ist. And it's like everyone looks at me differently now. Like they're scared. Ach, Ivo. Naja, doch ein bisschen. Welkin, has something happened to me? Tell me, please. Alles gut, mein Mädel, alles gut. Du bist nur eine Valkyrie. Alicia. Ansonsten ist alles gut. Report. Parting ways. Da haben wir den Übeltäter. Da ist er. Der Schurke. Und wie es aussieht, ist in dieser Folge auch, also in diesem Kapitel, keine Mission. Das heißt rein Story. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht. Kann man jetzt eigentlich sogar sehr gut gebrauchen. Meiner Meinung nach. Kann man sich das Bild... Nee, ist nicht. Okay. Gut, dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen Story reinziehen. Viel Spaß. Sir, may I come in? Kreese, any results on that thing I asked you to look into? Yes, sir. For starters, this bullet you gave me.
Its shape and markings perfectly match rounds used by an experimental Gallian sniper rifle. Das wussten wir doch aber schon. Ja, oder wir haben es zumindest vermutet. Jetzt hast du wahrscheinlich eine Analyse gemacht. Jetzt wissen wir es genau. I see. So Alicia really was shot by someone inside the Gallian force. Oh ja. So, any leads on who fired it? Na? Yes, sir. Oh. Na komm, sprich es aus. Wir wissen es doch. Tell me, Kreese. The night before the shooting, records show Lieutenant Lanzet checked out the rifle. Heißt er so mit Nachnamen? What? Faldio had the gun? Are you sure that's not some mistake? Nein, ist es nicht. Er war es ja auch, der ins Museum eingebrochen ist, und dort die Ausrüstung der Valkyrie geklaut hat, wie wir ja aus einem der Zeitungsartikel herausgefunden haben. It's rare for a tank commander to ask for a sniper rifle, so the clerk remembered him. Sir, only 2 of those rifles exist right now. One is confirmed to be locked in the arsenal. The other was checked out to Lieutenant Lanzet and has yet to be returned. Oh, dein bester I Freund. can't. It's hard for me to believe, too. Faldio? It couldn't be. Warum sollte es nicht? Alles ist möglich. Alles. Gut, jetzt sind wir uns wirklich sicher, dass er es ist. Also gut, das Bild hätte ja sowieso schon alles verraten und eigentlich hat ja auch alles darauf hingedeutet. Aber jetzt wurde es das erste Mal wirklich ausgesprochen. Ja, jetzt wird wahrscheinlich die Konfrontation kommen zwischen den beiden. The Truth. Wir sehen's. Die Wahrheit. Wir schauen weiter. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Hey, Faldio. You in? I guess not. Notes on the Valkyrian race. The anthropology of the Valkyrer. Maybe he was reading up on the enemy. This is his handwriting. Alicia must be made to awaken. What? Alicia must be made to awaken. No matter how much I try, I can think of no other way. Oh Mann, du bist ein bisschen gestört. I almost wish I had never joined them on that expedition to the Barrios ruins. I'm convinced that the inner chamber was built to admit only Valkyrie. But the door opened at her touch. That could only mean that the blood of their tribe courses through her veins. Ja, aber deswegen muss man doch noch nicht so eine drastische Maßnahme ergreifen, Junge. Nee. Völlig Still, falscher Einsatz. I was shocked to find her bathed in that uncanny light that night in the field. Though I doubted my eyes, I never once doubted. That light was the Valkyrian blue flame. Sowas nennt man Besessenheit. Ultimately, I had no choice but to accept the simple truth that Alicia is one of them. Ja gut, es zu akzeptieren ist das eine. Sie zu irgendwas nötigen, was ganz anderes. I'd already begun to question all I knew. The walls of the temple sanctum were inscribed with the Valkyrie's account of history. History as it truly was. We are all taught of the Darkson calamity, and how their actions forever scorched the land. Und jetzt werden wir auch noch mehr darüber erfahren. But this account told a different story. Na, komm.
Sprich The erst aus. Valkyria invaded this land from the north, slaying the indigenous Darkson people as they came. Their grasp of Ragnite technology and the art of war were vastly superior. They trained the destructive power of Ragnite on the Darkson's land, burned it to ash, then had the gall to pass the blame for their inhuman deeds off on their Darkson slaves. Darksons have borne that stigma ever since, while the Valkyria became godlike saviors. Okay, das ist auch nichts Neues mehr. Aber echt assi. Oh Mann. The victors simply rewrote the history books. Das machen sie immer. The Barrios ruins promulgate a lie to all but their own descendants as hard fact. Reading about the Valkyria's power, the true face of these saviors, left me stunned. Das ist eine echt geile Geschichte. Auch wenn sie tragisch ist. Yet at the same time, I cannot help but think of how useful it could be to us now. Okay, das ist nicht so helpful. Hör auf zu hämmern. Ich Since nehme gerade then, auf. I've investigated every text and report on the Valkyria I could find. They lead me to believe that at least a few scions of the Valkyria must have survived to this day. All across Europa, these rare individuals live and die unaware of their own nature. But history has recorded rare cases of individuals who have awakened to their powers. Their stories share one common thread. All of them suffered grave wounds before awakening. If those accounts are correct, the blood of the Valkyria stirs at the approach of death. Their power, having slept for thousands of years, bursts awake at one step shy of the end. Once awakened, if one of these individuals takes hold of the refined Ragnite arms of their ancestors, they make their mark on history as one of the Valkyria of old. I couldn't stop myself. I stole the Valkyrian lance and shield out of the university archive. Supposedly their blood serves to amplify the Ragnite's natural power. I have no idea what science lies behind it. Perhaps it's a consequence of their origins in the Ragnite-rich northern regions. Regardless of the reason, the Valkyria's life force itself calls forth a reaction from the stone. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so The viel enemy rede. Valkyria decimated our forces on the Magyar plains. I could not afford to stay my hand on account of ethics. I had the rifle, and I forced myself to use it. I shot her. I placed the lance and shield on her unconscious form. I was racked with insecurity and guilt, hands red with blood of my best friend's love. But now I know. The choice I made was right. Das glaube ich nicht. Faldio! Oh ja, welcome im Rage-Mode. Und ich bin auch im Rage-Mode, weil mein beschissener Nachbar, Entschuldigung, ich will nichts gegen den Nachbarn sagen, ich kenne ihn ja noch nicht mal richtig persönlich, aber zur Mittagszeit hier handwerklich sich zu betätigen, ist, finde ich, ein Unding. Aber gut, okay. Ja. Egal, machen wir weiter. So gut es geht. Deswegen hatte ich mich eben gerade gemutet gehabt, damit ihr schön die Geschichte verfolgen könnt und nicht im Hintergrund hämmern und bohren hört. Aber er scheint da gerade eine kleine Pause eingelegt zu haben, zum Glück. Mal sehen, wie lange das geht. Aber wir sind ja auch gleich durch. Oh, aber hier kommt Hello, jemand. Lieutenant Gunther. Is something wrong?
Faldio, where is he? Sir, Captain Virat just called him in. He left only a minute ago. Ja, denn hinterher. Tuck, 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 tuck. Man hat ihn noch gehört. Wie er davon rennt. So, die letzte Episode dieses Kapitels schauen wir uns natürlich trotzdem noch an. Auch wenn es dann vielleicht etwas länger wird und wenn ich mich wieder muten muss. Aber die Geschichte finde ich einfach toll und ich finde, das muss ein Paket sein. Deswegen machen wir das alles in dieser Folge. Faldio, I'm only going to ask you this once. Was it you who shot Alicia? Yeah. I shot her. Tell me why. Why did you have to shoot her? The people. Galia needed her. Now let me ask you a question. How else do you think we could have won that battle? If not for Alicia's power, Galia would have most certainly lost. I still can't. And not just this battle. I'm talking about Galia's future. How else are we supposed to survive Welkin? Caught on either side by giants. It's Alicia. Our Valkyria. She's the only one who can protect us from them. Wrong. Our side gaining power won't end this war. All it does is escalate the conflict. That's enough. Listen to each other. You may both be right, but still, you're both very wrong. I don't claim to have the perfect answer either. However, regardless of the reason, attacking one of your own comrades is deplorable. By Gallian military law, I remand you to the stockade until further notice, Faldio. And you, Welkin. 24 hours in isolation for engaging in fisticuffs. Chapter 15. Citadel Ghirlandaio. Okay. Ja, so viel war das ja gar nicht. Damit sind wir mit dem Kapitel auch durch. Wir haben ja neue Dinge freigeschaltet. Skirmish Battle auch. Das werde ich mal schön offscreen machen. Und ansonsten, ja. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich fand auch die, Ausrede kann man nicht sagen, aber die Argumentation von Faldio interessant. Natürlich nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwie moralisch fragwürdig. Aber gut, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Moral ist so eine Sache, sehr wichtig, in unserer Gesellschaft viel zu wenig gelehrt. Das ist sowas Wichtiges beispielsweise fällt aus dem Lehrplan der Schulen vollkommen raus. Früher gab es noch ein Fach wie Ethik. Heutzutage findet man das nur noch vereinzelt, sporadisch mal in einigen Schulen. Aber okay, gut, steckt man nicht drin. Ich bin kein Politiker. Ja, genügend darüber gefachsimpelt und gequatscht. Ich finde die Story dieses Spiels immer genialer. Es hat seine Höhepunkte, seine Tiefpunkte, es hat Wendungen und. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Denn jetzt werde ich erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Viel Spaß und bis dahin.